Brink Traveler erscheint heute um 19 Uhr im Oculus Quest Store und ihr bekommt in diesem Video bereits vorab meinen ersten Eindruck. Wenn ihr weitere Reviews, Tests und Tutorials zur Oculus Quest sehen wollt, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an und euch entgeht in Zukunft garantiert nichts mehr. Wollt ihr First Impression Videos zu allen Games auf der Oculus Quest sehen, dann schaut doch mal in diese Infokarte und ihr könnt euch einen perfekten Überblick verschaffen, bevor ihr das nächste Game im Oculus Quest Store kauft. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Brink Traveler. So, und da sind wir im Ladebildschirm zu Brink Traveler. For the best experience, use headphones. Danke für den Tipp. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns diese App bieten wird. Welcome to Brink. Hi. Oh, das sieht schön aus. Auch der Schattenwurf richtig toll. Alter Verwalter. Unsere Hände. Watch your step. It's a sheer 1,000-foot drop to the mighty Colorado River Und below. unten ist noch ein Vogel. Horseshoe Bend is a dramatic and iconic example of the American southwestern landscape. The sheer cliff walls were carved over millions of years as the river cut down through ancient sandstone, eventually becoming entrenched and creating the horseshoe shape you see ahead. The river continues this process today on its path towards the Grand Canyon, nearly 60 miles downstream. Sehr schön. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Anscheinend nur eine englische Sprachfassung. Wir gucken jetzt gleich mal nach. It looks like it's your first time with us. Ja, So I'll be your virtual guide to get you started on your adventure today. danke. Brink is all about experiencing amazing places. Everything you see around you is true to world scale. That means you can stand and take a few steps in any direction. Sure beats looking at a postcard. Okay, also uns wird hier gesagt, dass wir hier Free If you're Room not Scale able to haben. Also physically wir walk können hier around, you can also wirklich move by using the rumlaufen. joysticks on your controllers. Ah, In addition to exploring the scenery, each location you visit has 3 points of interest, which can help you learn more about your surroundings. To okay. find these points of interest, you'll need to use this compass. Hier gibt es Points of Interest. Right. Now Da you vorne can ist use your einer, compass da to ist find einer points of und hier interest vorne ist placed around einer. you. Whenever you see a Polaroid icon, point your compass at it to select it. Okay. You've just found your first point of interest. You can find these optional pieces of information in each location if you're interested in learning more about a place. So, das ist schon mal cool. Da kriegt man Push the collect zusätzliche button to save this point Informationen. Da of sind interest wohl whenever you're ready Glyphen to continue. auf dem Boden eingemeißelt und dann kriegt ihr eben die Erklärung, was das genau ist. Auf Englisch aber. Ja, und jetzt können wir das hier collecten. When you Haben find wir and dann als collect a point Foto. of interest, it'll be saved here in your trusty field notebook. Okay, in unserem Notebook können wir das dann nachschauen. Und nur noch rausfinden. So, You komm. can bring up your field notebook anytime during your travels by looking at the palm of your left hand and grabbing, just like you did for the compass. All right. Ah, so. That's all there is So to kriegen wir exploring das a Buch. location and finding points of interest. Pretty easy, huh? Look around and try using the compass to find the other 2 points of interest in this location. Okay, da ist noch ein Point of Interest. The Colorado River. is one of the principal rivers of the southwestern United States and northern Mexico. The 2,330-kilometer-long river drains an expansive and arid watershed that encompasses 7 U.S. states and 2 Mexican states before finally meeting the Pacific Ocean in the Gulf of California. Ja, spannende Information. Collect. So, kommt mit in unser Album. Und jetzt haben wir noch die ehrenvolle Aufgabe, den letzten. Na komm. So. Na komm. So, den letzten zu finden, da hinten. Lake Powell is the second largest man-made reservoir in the United States on the Colorado River in Utah and Arizona. The lake was created by the flooding of Glen Canyon by the Glen Canyon Glen Dam Canyon? in 1963. The Glen Canyon Dam remains to this day a central issue for modern environmentalist movements, who argue that the dam has had an adverse impact on the land. Okay, also hier das Ganze endet dann in einem Staudamm. Ist ja auch interessant. Den würde ich gerne mal sehen. Also ich meine, wir Great hatten jetzt job. hier You ein found Bild, all aber 3 points of interest in this location. da dann nochmal hinstellen und The gucken. last thing you'll need before you're ready to explore on your own
is a way to travel to other locations. Okay. For that, you'll need this watch. Okay, wir kriegen noch eine Uhr. When you're ready to travel to another location, look at your watch. Ah, hier sind die anderen In the Locations. center of the watch face. Da sehen wir auch, This wann das is the Bild gemacht location wurde. menu. From here, you can browse your collection of locations and press a postcard to travel to a new Oh, location. ist ja geil, ne? Da Or kann man sich if you das want to keep anschauen. exploring Horseshoe Bend, Ach, press guck mal, da your kommt watch viel button mehr. again Guck mal, die to kommen close the nach da menu. rechts. Also schon viele. Was haben wir denn jetzt hier noch? Mount Morrison, White Pocket, Alabama Hills, The Wave. Komm, The Wave will ich. Download. Ah, okay, da muss man die erst runterladen. Wie umfangreich ist das denn? Ach so, seht ihr. 140 Megabyte oder so. Also für diese Umgebung 140 Megabyte muss ich schon sagen, da waren Profis am Werk, das so platzsparend zu programmieren. Echt geil. Guck mal hier, Crystal Crack ist auch geil. Also das war hier schon sehr beeindruckend. Travel. Mal gucken, ob die anderen Maps in der Qualität mithalten können. Das wäre dann natürlich bombastisch. Ja, You're standing on one of the most unique and breathtaking rock formations in the world. krass, ne? Located in the Arizona desert wilderness, the Wave is renowned among hikers and photographers for its colorful, undulating forms Weit kann man and hier gehen? dangerous hike through unmarked terrain to reach the site. The patterned walls around you are made Ah, from weiter layers geht's. of petrified Navajo sandstone, which date back to the Jurassic period. Krass. Slow erosion by water and wind Und das over sieht hier millions of auch years alles super exposed gut these aus. layers to create the shapes that give this iconic site its name. To move faster, hold the... Ah, Careful. You're almost at the end of the walkable space for this location. okay, weiter kommen wir Strive nicht. to make these locations as immersive as possible, but there's only so much we can do. Also, es ist wirklich beeindruckend. Es sieht richtig top aus. Also bei vielen, also Blue Planet Explore VR hatte ich mir zuletzt angeguckt in der Richtung. Und da waren alles flache Texturen, das sah richtig scheiße aus. Aber hier, das ist der Wahnsinn. Das ist richtig gut gemacht. Guck mal, haben wir jetzt hier einen Kompass? Ja, komm. Da. Was wir hier haben. An ideal time to photograph the wave is the few hours around midday, when there are no shadows in the center. Although early morning and late afternoon shadows can make for dramatic photos. After a rainstorm, numerous pools form, which can contain hundreds of tadpole shrimp. Shrimps. These pools can remain present for several days. Cool, collect. Jetzt wollte ich mir nochmal das Wasser angucken, wie es denn aussieht. Habe ich gerade gar nicht so drauf geachtet. Aber auch das haben die mit der Spiegelung schön gemacht. Man merkt aber direkt, dass es so ein bisschen, ja, geschummelt ist, ne? Also das passt ja vom Winkel nicht, dass sich das da drin spiegelt. Aber man hat hier echt versucht, einiges möglich zu machen. Und das ist absolut grandios geworden. The wave consists of intersecting U-shaped troughs that have been eroded into Navajo sandstone of Jurassic age. Initially, infrequent runoff eroded these troughs along joints within the sandstone. But the troughs are now almost exclusively eroded by wind. Okay. Also Nachteil natürlich englische Sprachfassung, ne? Aber wenn ihr jetzt einfach mal Orte begehen wollt und hier mal ein bisschen gucken wollt, ist das ja vielleicht gar nicht so schlimm, obwohl es natürlich immer komfortabler wäre, man kriegt die Erklärung gut mit. There are 4 trailheads which provide access to Pariah Canyon and the wave. However, in an effort to maintain the natural integrity of the region, there are no formal trails or signage to guide hikers to the wave from any of the trailheads. Coyote Butte's North permits are only available through a highly restricted lottery. Okay. Very few people. Trails, alles klar. Great. So, dann haben wir uns hier alles angeguckt. Und jetzt können wir hier mal gucken. Crystal Craig, Antelope, Death Valley. Würde ich mir auch gerne mal angucken. Oh, guck mal hier. Komm mit einem Wasserfall. 290 Megabyte. Komm. Er lädt. Ach, guck mal, und da sind noch, können wir uns mal angucken, noch ein paar coming soon. Also 2 stehen unmittelbar in der Pipeline und mehr sind angekündigt, was ja schon mal cool ist. Komm, Death Valley will ich mir danach auch noch angucken. Und dann, oh, guck mal, Death Valley 400 Megabyte. Scheint sehr beeindruckend zu sein. Bin gespannt.
So, erhaltet. Ach, guck mal, hier hast du dann auch so ein 3D. Das ist so richtig 3D-mäßig zu sehen von oben, die Struktur. Er installiert und jetzt können wir traveln. Alles klar. Ich hoffe, Death Valley lädt da währenddessen runter. So. Iceland is a country of immense natural beauty, and Haifoss serves as a spectacular testament. Sieht das toll aus. Situated near the volcano Hekla. Ist das der Wahnsinn. Auch der Boden mit dem Schatten. Absolut top. Da kann sich wirklich Blue Planet VR Explorer eine Scheibe abschneiden. Das ist hier dermaßen beeindruckend. Hier sehe ich keine flachen Texturen. Das sieht echt aus, als wären hier Kiesel unter meinen Füßen. Richtig, richtig geil. Und da hinten auch der Wasserfall, das ist richtig, richtig top. Ja, also zu den Wolken muss ich, glaube ich, gar nichts sagen. Es ist einfach rundum gelungen. So, wo sind denn jetzt hier? Guck mal, da haben wir noch Points of Interest. Iceland isn't complete without visiting one or several of the country's incredible waterfalls. So, das collecten wir dann jetzt mal. Was haben wir hier noch? So, Kompass. Den haben wir. Ah, guck mal, da haben wir noch einen. Das sieht hier tatsächlich so ähnlich aus wie die Umgebung, wo wir mit dem... Iceland is among the most volcanically active places in the world, with roughly one eruption every 5 years. Volcanic activity is a fact of life in Iceland, where people have learned to live with both its drawbacks and considerable advantages, such as geothermal energy and dramatic natural beauty. Richtig cool. Was mir gerade auffällt, das ist hier sogar tatsächlich genau dieselbe Umgebung, die Blue Planet VR Explorer genutzt hat. Und es ist so viel besser umgesetzt. Also das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Wir sind dann ja wirklich mit diesem, ja, weiß nicht, mit dem Segelteil hier hochgeflogen, auch hier oben drüber. Da war das einfach nur platter Matsch. Und hier richtig, richtig toll. Und dann kann man jetzt hier auch runter gucken. Ach, ein richtig schönes Tiefengefühl. Das gefällt mir. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Wir hatten noch runtergeladen. Death Valley möchte ich mir mit euch noch anschauen. Es hat er inzwischen fertig runtergeladen. Dann gucken wir uns das noch an. Ziemlich große Karte. Da bin ich jetzt mal gespannt, warum das so ist. Okay, wahrscheinlich wegen der ganzen Bodenhebungen. Also das ist hier... Sprawling approximately 6 square kilometers in Death Valley, near Badwater Basin. Aptly named after a small pool of water with high concentration of salt. Halite salt crystal formations, some as much as a meter high, protrude from the valley floor. The salt bed extends as much as 300 meters below the surface. Ach, krass, ey. Alles Salzkrusten. So, was haben wir denn hier noch? Was kann uns denn hierüber erzählen? Billions of salt crystals cover the valley floor here, forming a serrated landscape of jagged miniature peaks and valleys. If you stand still long enough and listen, you can hear the pops and creaks of the minerals expanding in the heat. Ist ja spannend. Dann hört man es hier knacksen und knarzen, weil das ganze Salz hier in der Sonne arbeitet. Well known for being the lowest point in North America, at 85 meters below sea level, Death Valley is surrounded by large mountain ranges. The Panamint Range to the east is home to Telescope Peak, standing at 3,365 meters. To the west, the Amargosa Range and Funeral Mountains rise up to enclose the valley. Ist schon Wahnsinn, ne? Also man hat hier so dieses Gefühl, an dieser Stelle zu sein, auch mit diesem Gebirge drumherum. Richtig, richtig cool, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt zu erfahren, wie ihr denn diese App findet. Wünscht ihr euch mehr hiervon auf der Oculus Quest? Ich bin gespannt von euch zu lesen. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich muss sagen, von mir gibt es eine absolute Empfehlung. Also das ist ja wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was halt ein bisschen nervt, ist wirklich, dass es wieder komplett auf Englisch ist. Das ist schade. Das nicht mal... Oh, was haben wir jetzt? Können wir uns das Ganze noch in Nacht... Ach, guck mal, wir können uns das Ganze auch in Nacht angucken. Ist ja geil. Guck mal, die Milchstraße. Haben sie cool gemacht. Haben sie cool gemacht, ist noch eine coole Ergänzung. Aber trotzdem bleibt der Nachteil, das Ganze ist nur auf Englisch. Für viele kein Problem, für andere wiederum ein Problem. Und da sehe ich gerade einen kleinen Fehler. Guck mal da in den
In der Texturschicht ist ein Loch, da können wir durchgucken. Aber mein Gott, das ist ansonsten hier wirklich fantastisch gemacht. Richtig schönes, räumliches Gefühl. Keine platten Texturen, sondern wirklich mit Liebe zum Detail. Und ich bin richtig begeistert. Ich wünsche mir hiervon mehr auf der Oculus Quest. Und wie gesagt, ich bin gespannt von euch zu lesen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich außerdem über ein Däumchen nach oben freuen. Das war mein erster Eindruck zu Brink Traveler. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser machen könnt? Dann schaut doch mal in diese Playlist. Wollt ihr die besten Games auf der Oculus Quest kennenlernen? Dann ist diese Playlist was für euch. Möchtet ihr in Zukunft keine Reviews, Tests oder Tutorials mehr zur Oculus Quest verpassen? Dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!